Alles hat irgendwann mal sein Ende. Auch bei uns im Tabletop-Hobby ist das nichts anderes. Und was der Inhalt von dieser Tasche damit zu tun hat, schauen wir uns dann etwas später an. Und damit Servus zusammen, was das Ganze hier mit der Tragetasche dann zu tun hat, beziehungsweise dem Inhalt der Feldherrtasche. Hier mit diesem Video werden wir uns, wie gesagt, gleich in einem Moment ansehen. Aber worum soll es hier jetzt mal gehen? Wie der Titel schon sagt, gibt es Veränderungen. Irgendwann hat alles mal ein Ende und bei mir ist das nichts anderes, bezogen jetzt auch hier im Spezifischen auf das Tabletop-Hobby. Was war der Hintergrund? Ich habe mir in den letzten Tagen, Wochen ein bisschen Gedanken gemacht bei mir, was das Tabletop-Hobby betrifft, wieso bei mir das Tabletop-Hobby auch verlaufen ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr, und habe da aber auch sehr schnell gemerkt, das ist nicht nur im letzten Jahr der Fall, sondern schon eine ganze Weile so. Im Endeffekt, was ist das große Thema? Wenn ich so zurückdenke, ich bin jetzt seit 20 plus Jahren im Hobby und habe so ein bisschen für mich auch gemerkt, ich habe es nicht wirklich geschafft, so im Großen und Ganzen, wenn ich so überlege, eigentlich meine Armeen fertigzustellen. Egal, ob das damals war, der Beginn bei mir im Hobby mit Warhammer 40k, als ich Blood Angels angefangen habe, oder dann später Warhammer Fantasy mit den Gruftkönigen oder auch jetzt aktuell in den letzten Jahren. Ich habe in sehr vielen Fällen sehr vieles angefangen, weil mich einfach viele Spielsysteme interessieren und habe aber nichts davon fertig bekommen oder nur sehr wenig fertig bekommen. Sodass sehr viele Spielsysteme hier bei mir existieren, die ich teilweise schon seit Jahren nicht mehr gespielt habe, wo aber auch keine fertig bemalte Armee existiert, die man so jetzt aufs Spielfeld stellen könnte. Ja, bei Warhammer 40k Blood Angels gibt es natürlich genug bemalte Modelle über die letzten 20 plus Jahre, sodass das Ganze als fertige Armee bezeichnet werden könnte, aber eben nichts, was jetzt auch irgendwie eine fertige Armeeliste ist, die jetzt auch wirklich bemalt ist. Und das zieht sich eben so durch das ganze Hobby bei mir und das schon sehr, sehr lange. Und da möchte ich jetzt ganz einfach etwas ändern und das Ganze auch hier auf dem Kanal ein bisschen dokumentieren. Also würde es mich auch freuen, wenn ihr mich hier vielleicht begleitet, um hier auch ein bisschen ein Update zu bekommen, was so bei mir im Hobby passiert und ob ich auch und was ich so in nächster Zeit fertig bekomme. Vom grundsätzlichen Gedanken her habe ich mir hier ein paar Ziele gesetzt für dieses Jahr 2024, womit ich mich auf alle Fälle beschäftigen möchte und von dort aus dann eben einerseits schauen, diese Ziele zu erreichen und dann eben weiter aufzubauen bzw. auszubauen und am Ende des Jahres mal einen Rückblick zu geben, was so alles passiert ist, beziehungsweise was habe ich geschafft oder was vielleicht ist dazugekommen noch extra oder vielleicht auch gar nichts geworden. Grundsätzlich eine Sache, auf die ich mich jetzt auf alle Fälle konzentrieren möchte in diesem Jahr, sind die Systeme von Mantic Games etwas stärker. Das betrifft in erster Linie Kings of War und Firefight, weil jetzt aktuell ist ja der Kickstarter zu Warpath gerade zu Ende gegangen. Da ist heuer sowieso nichts mehr. Das wird dann quasi ein Ziel für nächstes Jahr werden, sich damit auseinanderzusetzen und auch diese Armeen dann zu bemalen, die ich mir hier im Kickstarter holen werde. Aber ansonsten soll es hier mal zum einen um Firefight gehen. Das werden wir uns auch hier gleich in einem Moment noch einmal ein bisschen ansehen. Da habe ich noch etwas anderes vorbereitet, eben zu diesem Thema. Aber auch hier ist es eben so, ich habe mir hier die 2-Spieler-Starterbox damals gekauft mit den Marauders und den Forcers. Bin da schon ein bisschen weitergekommen, aber eben noch nicht zum Spielen. Da bin ich ein bisschen dabei gewesen, habe schon Sachen bemalt. Das werdet ihr eben in einem Moment dann auch unter anderem sehen können, wenn ich das jetzt dann einblende und dazu ein bisschen was erzähle. Und ich möchte hier eben mal darauf hinarbeiten, diese Enforcer-Armee im Spezifischen fertig zu bekommen, also vollständig zu bemalen und die 1000 Punkte fertig zu bekommen, die ich aktuell eben besitze, um hier einfach mal einen Schlussstrich quasi ziehen zu können und zu sagen, jetzt habe ich 1000 Punkte Enforcer für Firefight, ich kann damit mal Spiele durchführen,
weil Firefight für mich als Spielsystem recht neu ist. Ich habe mich hier und da damit beschäftigt, aber eben nie wirklich richtig oder überhaupt noch nicht eigentlich bisher gespielt. Mal schauen, ich habe jetzt, wenn das Video online geht, ist hier bei uns ein Spieletag, jeden ersten Samstag im Monat. Das müsste jetzt eben auch heute der Fall sein. Ich habe es mal alles vorbereitet für diesen Spieletag. Mal schauen, ob sich jemand findet, der ein Demospiel mit mir macht für Firefight, beziehungsweise wie es sich dann zeitlich bei mir ausgeht, weil es jetzt ja doch noch ein paar Tage hin ist, bis dieser Spieletag stattfindet und eben dieses Video online geht. Aber das wäre zumindest mal ein Plan und ein Ziel von mir, hier an diesem heutigen Samstag, wo das Video online geht, vielleicht ein oder zwei Spiele Firefight zu machen. Und hier kommen wir zu einem der Projekte, das ich gerade vorhin erwähnt habe, und zwar das Thema Mantic Games Firefight. Ich habe hier eine 1000 Punkte Armee aktuell zusammengestellt. Das ist so ziemlich alles. Dazu möchte ich auch vielleicht nochmal ein eigenes Video machen. Aber grundsätzlich das, was ihr hier seht, ist an und für sich der Inhalt der Zweispieler Starterbox, sowohl der alten als auch die jetzt mit dem neuen Protokolls Regelbuch enthaltenen Enforcer. Ist ja die gleiche Box geblieben und das ist quasi der Inhalt davon mit den Infanterieeinheiten und den beiden Jetbikes und hier den Strider, der noch fehlt, der noch bemalt werden muss als nächstes. Den habe ich mir jetzt eben noch dazu gekauft, um nach dem Punkte-Update, nach dem Command-Protokolls Regelbuch jetzt eben auch auf die kompletten 1000 Punkte erstmal zu kommen. Das, was hier steht, sind jetzt alle Figuren, die ich aktuell von den Enforcern habe. Da ist auch so ziemlich die komplette richtige Liste. Also man hat einmal vorne einen Anführer, einen Commander mit 2 Modellen noch dabei als Unterstützung, die eine Einheit bilden. Dann diese beiden Einheiten hinten sind quasi das gleiche, also einmal mit Chef dabei und einmal ohne, dafür mit schwerer Waffe und nur zu zweit. Dann 2 Nahkampftruppen von den Enforcern. Und hier hinten die größere Einheit ist eben eine Standardeinheit für eher Beschussausrichtung. Da sind, glaube ich, 1 oder 2 Modelle, die eben davon wegkommen, um dann die Liste wirklich spielbar zu haben auf 1000 Punkte, beziehungsweise wird hier auf alle Fälle ein Modell dann rauskommen für ein zweites Commander-Modell, eben um hier die richtige Liste dann spielen zu können. Aber wie gesagt, werde ich da noch ein eigenes Video dazu machen wollen und dann eben noch im Hintergrund rechts die beiden Jetbikes. Also man sieht schon bei den Enforcern gar nicht mal so viele Modelle, um auf eine 1000 Punkte Liste zu kommen. Ansonsten geht es von dort natürlich jetzt weiter auch mit Kings of War. Wer den Kanal schon ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe eine Northern Alliance Armee. Diese ist aktuell in so einem Zwischenstadium, wo ich sagen kann, okay, sie könnte theoretisch auf 2000 und auch 2300 Punkte gespielt werden, aber es sind ungefähr so 2600 Punkte, vielleicht 1700 Punkte bemalt, vielleicht ein bisschen mehr, aber eben es fehlt noch so der letzte Schritt für die 2000 Punkte Armee und daran möchte ich jetzt arbeiten, dass ich sage, einerseits es ist schon alles fertig in Bezug auf die Bases und auch schon die kodierten Figuren für die 2000 Punkte Liste und auch schon vieles vorbereitet, um von dort weiterzugehen auf 2300 Punkte. Das soll Ziel Nummer 2 sein für dieses Jahr, diese beiden Punkte-Limits zu erreichen. Einerseits, um in einer vernünftigen Größe spielen zu können und überhaupt mal mit einer komplett bemalten Kings of War Armee zu spielen. Auch hier wieder mit dem Ziel dabei, dieses Jahr etwas mehr Fokus auch aufs Spielen zu setzen. Denn ich habe heuer, ich meine, wir haben jetzt Anfang März 2024 noch kein einziges Spiel Kings of War gespielt. Ist auch ganz klar von meiner Seite zu sagen, meine eigene Schuld. Ich habe mir da ganz einfach auch nie wirklich die Zeit genommen. Aber auch genau das ist der zweite Punkt oder ein nächster Punkt. Ich möchte mich heuer neben dem Fertigstellen dieser Armeen eben auch darum kümmern, mehr zu spielen und in Verbindung damit eben die Armeen dann auch fertig bemalen und dazu eben auch
Kings of War als zweites, beziehungsweise die Northern Alliance mit 2000 und 2300 Punkte fertigstellen. Hat auch noch einen weiteren Grund. Es finden in Österreich heuer ein paar Events statt, beziehungsweise 2 Events, die aktuell eingetragen sind. 2 Turniere, glaube ich, sind es jeweils. Eines müsste Anfang Juni stattfinden und das zweite, so Mitte, 2. Juli, Hälfte. Ob ich an diesen Events teilnehme, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Hat zum einen eben mit der in einem der letzten Videos angesprochenen Weiterbildung zu tun. Zum einen, weil ich eben hier im Juni sehr stark eingespannt sein werde mit eben Prüfungen und solchen Dingen. Daher wird es hier sehr wahrscheinlich sich zeitlich nicht ganz ausgehen, hier teilnehmen zu können. Und im Juli ist es vielleicht etwas einfacher. Da ist es aber so, dass ich schon festgestellt habe, zeitlich wird es reinpassen, weil ich gerade zu diesem Zeitpunkt auch meinen Urlaub geplant habe. Muss ich aber dann erst zeigen, ob ich bis zu dem Zeitpunkt dann auch in Verbindung eben mit der Zeit, die mir dann bleibt, neben der Weiterbildung die Figuren zusammenzubauen und zu bemalen, ich dann auch alles rechtzeitig fertig bekomme, um eben an diesen Events teilnehmen zu können oder nicht. Aus diesem Grund habe ich mich noch für keines dieser Events angemeldet, sondern werde die mal im Hinterkopf behalten, so als Deadline für mich, werde auf das hinarbeiten und das Ganze dann kombinieren, dass ich sage, wenn ich es bis dorthin schaffe, die Northern Alliance zu bemalen, auch schaffe, ein paar Spiele zu machen, um eben wieder in die Regeln reinzukommen und dann eben noch die Zeit auch da ist, dann werde ich mich kurzfristig entscheiden, schauen, ob noch Platz ist und möchte dann, wenn es so sein sollte, eben an diesen Events teilnehmen. Wobei eben als weiteres drittes Spielsystem dann auch für mich noch Freebooters Fate interessant ist. Auch dazu habe ich auf dem Kanal schon das ein oder andere Video gemacht. Auch hier möchte ich wieder ein bisschen mehr anfangen, etwas zu machen. Vor allem, weil ich letztes Jahr spezifisch auch 2 Fraktionen komplett fertiggestellt habe. Also in der Hinsicht, dass ich sage, meine Piraten sind soweit bemalt, dass ich mehr als genug Figuren habe, um zu spielen. Das gleiche betrifft die Schatten und 2 weitere Fraktionen habe ich angefangen und habe ich so 2 kleine Demo-Armeen auch fertig bemalt, sodass ich auch hier wieder das Interesse habe, eben diese Figuren endlich mal in bemaltem Zustand aufs Spielfeld zu bringen. Und dort ist eben auch jetzt ein bisschen der Konflikt da, dass dieses erste Kings of War Event im Juni und eben ein Freebooters Fate Event genau an den gleichen Tag fallen. Ich glaube, es ist der 18. Juni oder der 8. Juni, irgendwas um den Dreh herum, glaube ich. Und auch hier das gleiche, ich möchte dort vielleicht teilnehmen, habe mich aber auch hier natürlich noch nicht angemeldet, sondern werde hier mal schauen, ob ich in den nächsten Monaten bis dorthin das ein oder andere Freebooters Fate Spiel schaffe, und sollte das eben der Fall sein, dann werde ich schauen, ob es sich zeitlich bei mir ausgeht neben dieser Weiterbildung und werde mich dann kurzfristig dazu entscheiden, mal zu schauen, ob eben noch Platz frei ist für das Event oder eben nicht. Und eben das sind jetzt so für dieses Jahr so ein bisschen meine groben Ziele, die ich mir gesteckt habe. Eben einmal Firefight Enforcers, 1000 Punkte mindestens fertig bekommen. Ich habe da auch noch die Forge Fathers, die habe ich jetzt aber auch mal in den Hintergrund gestellt, weil ich auch sage, es macht keinen Sinn, 2, 3, 4 Armeen aufzubauen für ein Spielsystem, wenn man dann ohnehin nicht zu spielen kommt. Daher mein Schwerpunkt oder meine Herangehensweise, ich möchte versuchen, für diese Spielsysteme eine Armee fertigzustellen, komplett mit Bemalung und dann eben auch damit spielen und dann im weiteren Verlauf eben erweitern oder eben eine zweite Armee vielleicht aufbauen, wenn ich Interesse in diese Richtung haben sollte. Das betrifft eben, wie gesagt, einmal die Enforcers für Firefight, dann die Northern Alliance für Kings of War und eben auch bei Freebooters Fate möchte ich, wie gesagt, mehr spielen, wobei ich dort eben aktuell genug bemalt habe, sodass die Bemalung eher in Richtung der Mantic-Spielsysteme gehen wird.
Und zu dem Ganzen sollte sich dann als Abschluss für das Ganze noch ein viertes Spielsystem hinzugesellen. Und das ist eben genau das, was in dieser Tragetasche hoffentlich drinnen ist. Und das sehen wir uns jetzt an. Ja, und jetzt zurück hier zu unserer kleinen Transporttasche, die ich am Anfang erwähnt hatte. Und was hat die jetzt mit diesem ganzen Thema zu tun? Ganz klar, hier sollte etwas drinnen sein, das ich schon seit einer ganzen Weile suche. Man sieht auch hier schon, das ist alles sehr verstaubt, also die ist sehr lange, ich sag's mal, verschwunden gewesen und jetzt aber wieder aufgetaucht, Gott sei Dank. Und dann würde ich sagen, schauen wir hier gleich mal rein. Aber bevor ich es jetzt aufmache, was ich mir hier jetzt erwarte, ich hoffe, dass das hier auch in der Box bzw. in der Tasche zu finden sein wird. Ich möchte in nächster Zeit wieder mal etwas mehr in Richtung Karnevale machen. Da habe ich ja auch schon ein paar Videos auf dem Kanal gebracht in der Vergangenheit und ich finde das Spielsystem nach wie vor ziemlich gut, habe es aber jetzt auch schon sicher 2 Jahre oder so nicht mehr gespielt und ein Kollege ist jetzt wieder damit angekommen, ob ich nicht vielleicht Interesse hätte, wieder mal das Spiel auszupacken. Habe ich gesagt, ja, gerne, aber ich weiß nicht, wo meine Figuren sind. Und jetzt hoffe ich natürlich, soweit ich mich noch erinnern kann, hatte ich mal eine kleinere Tasche, eben genau diese hier, und dort sollten eigentlich die bisher gebauten Figuren von Kannibale drinnen sein, zusammen auch noch mit meinen Blood Bowl Zwergen. So zumindest meine Annahme. Weil sonst konnte ich diese Figuren nirgendwo auftreiben bzw. mehr finden. Also gehe ich und sehr stark davon aus und hoffe auch, dass die hier drinnen sind. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Fängt ja schon mal sehr gut an. Ja, genau wie ich dachte, hier die Blood Bowl Zwerge von mir. Und hier haben wir dann auch schon Karnevale. Wie man sieht, zusammengebaut und an und für sich mal zum ersten Spielen hergerichtet, aber eben in keinster Weise noch bemalt. Und das soll sich eben bezogen auf das, was ich vorhin genannt habe, eben auch heuer ändern. Ich möchte diese Figuren hier für Karnevale bemalen. Auch hier ist noch mehr. Eben, dass ich hier mal eine spielfertige Mannschaft der Doctors zusammen habe, die dann auch komplett fertig und bemalt ist. Da ist mir auch gleich noch was aufgefallen, und zwar hier oben. Wusste ich nämlich auch nicht, wo die sind. Da habe ich mir Base Topper besorgt mit ebenso Steinmustern, ebenso Bodenplatten von Malifaux, eben spezifisch für diese Doktorliste, für diese Armee. Und die sind Gott sei Dank auch hier drinnen. Also hat sich auch das schon erledigt und ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Hier die Figuren zum Zusammenbauen bzw. zum Grundieren und dann anmalen. Und auch die Base Topper sind auch bereits mit dabei. Und im Zuge dieser Suche nach diesen Figuren habe ich auch hier noch meine anderen Boxen gefunden von Karnevale, die ich mir damals besorgt hatte. Eben hier nochmal eine andere Starterbox für die Doktoren. Da ist noch gar nichts normalerweise gebaut, das müsste noch alles hier drinnen sein. Auch sehr coole Figuren, die hier dann zusammen mit diesen schon mal als erste Verwendung herhalten dürfen, um eine vielleicht 75 oder 100 Dukatenliste zusammenzustellen, die dann hoffentlich auch ein bisschen spielbarer ist. Ich freue mich auf alle Fälle schon mal, dass ich hier alles dafür bekommen habe oder beziehungsweise wieder gefunden habe, wo ich nicht wusste, wo ich meine Figuren habe verschwinden lassen nach dem Umzug, aber ist ja alles wieder aufgetaucht. Ja, also wie wir hier jetzt gerade gesehen haben, bin ich schon recht weit mit meinen Enforcern. Da ist noch ein bisschen was fertigzustellen, die Bases und eben der Strider, den ich gerade neu mir eigentlich besorgt habe. Ist zwar auch schon ein bisschen her, aber ich habe ihn jetzt mal so weit vorbereitet, dass ich ihn grundieren kann und dann anmalen und dann eben noch die Base-Gestaltung und wie wir auch gesehen haben, wie ich vermutet habe oder auch gehofft habe, in der Tasche waren tatsächlich die Figuren
von Carnevale drinnen, inklusive sogar der Base-Stopper, sodass ich hier auch alles fertigstellen kann. Und das wird quasi dann das nächste Projekt auch sein in diesem Zusammenhang, dass ich jetzt versuchen möchte, vielleicht in den nächsten Wochen, auch bis Ostern vielleicht, mal die ersten Figuren zu grundieren, zu bemalen und dann auch vielleicht 1 oder 2 Spiele Karnevale zu machen, da ich eben das Spielsystem ziemlich interessant finde, weil es doch sehr cineastisch auch aufgebaut ist. Von den Regeln her sehr leichtgewichtig und dann aber eben auch die Möglichkeit hier zu reagieren und eben auch sehr schöne Einlagen quasi hinzubekommen durch eben freie Aktionen, die man bekommt, mit eben Sprungaktionen. Aber dazu habe ich ja auch schon mal, wie gesagt, Videos gemacht. Könnt ihr euch gerne ansehen, beziehungsweise möchte ich dann auch in Zukunft noch das eine oder andere hier weiter ausbauen, was Karneval jetzt betrifft. Vielleicht dann mal in ein paar Wochen zeigen, wie der aktuelle Bemalstand ausschaut. Das so mal die Pläne für die nächsten paar Wochen. Das wären also mal so die groben Pläne für dieses Jahr, wobei das wird sich dann eben ein bisschen zeigen müssen, wie sich das Ganze eben mit allem zusammen dann ausgeht und natürlich auch mit der Option, wenn es hier ein bisschen mehr passiert, möchte ich vor allem darauf hinarbeiten, als Hauptziel dieses Jahr Armeen fertigzustellen, die ich teilweise vielleicht auch schon seit Jahren habe und nie fertig bekommen habe. Dazu könnte es natürlich dann auch kommen, dass ich vielleicht in der zweiten Jahreshälfte dann auch umschwenke und sage, okay, ich bin jetzt mit allem, was ich hier geplant habe, soweit fertig und ich gehe vielleicht wieder mal in die Richtung Warhammer 40k und mache nach 20 Jahren meine Blood Angels vielleicht fertig. Würde mich grundsätzlich interessieren, weil ich bin ja jetzt recht offen, was Warhammer 40k betrifft, aktuell in der 10. Edition. Ich habe es mir eigentlich noch überhaupt nicht wirklich angesehen, habe nur hier und da mal ein bisschen so reingeschaut. Ist vielleicht eine Option, weil es mir doch ein bisschen besser gefällt als das, was ich gesehen habe in der 8. und 9. Edition. Und die Figuren sind ja ohnehin da, also auch das ist vielleicht ein Projekt dann für die zweite Jahreshälfte. Ansonsten jetzt mal die Konzentration auf das hier, was hier im Video bereits behandelt wurde und eben generell auch vielleicht so den einen oder anderen Tipp in Richtung Hobby-Anfänger oder eben auch Tipps oder zusätzliche Videos zu diesen bereits genannten Spielsystemen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und mich hier auf dieser quasi Reise ein bisschen begleiten, um dann immer ein bisschen informiert zu sein, was hier so passiert. Vielleicht jedes Monat ein kleines Update, aber eben auch was sonst so im Spielerischen passiert, ob dann vielleicht im Juni, Juli diese Events von meiner Seite besucht worden sind oder nicht, beziehungsweise ob ich vielleicht nur so teilgenommen habe, ohne zu spielen, weil vielleicht mache ich ja dann das ein oder andere Video auch dazu, wenn ich die Zeit finden sollte, zumindest zu den Events hinzufahren, auch wenn ich selbst nicht daran teilnehmen werde.